Ich habe irgendwann so einen Moment gehabt, wo ich wirklich gemerkt habe, ich kann nicht mehr selbstbewusst einfach vor die Haustür gehen. Ich hatte echt krass Angst, dann vor die Haustür zu gehen und mich dieser Welt da draußen zu stellen. Und habe dann gemerkt, dass ich auf einmal anfange, mir sozusagen, also von wegen ins Nichts hineinzuschreien und da irgendwie um Hilfe zu bitten. Das erste Mal, als ich am Nauener Platz war, mit 12 oder so, das war das erste Mal, mein Bruder hat mir schon damals noch in den 90ern und so, war der Nauener Platz bekannt als der Abstecherplatz. Also, da ist einfach ständig jemand abgestochen worden. Und Felix hat mir auch immer, also mein Bruder hat mir da auch immer von Stress erzählt. Und das erste Mal, als ich dann einfach am Nauener war, wurde ein Kumpel von mir abgezogen. So direkt, wir kommen da an sozusagen, wir kommen in deren Gebiet und dann zack, wurde ein Kumpel von mir abgezogen. So, und der Rest von uns ist natürlich wie noch kleinere Schisser weggerannt. So. Wir waren 11, 12 oder so und der war auf jeden Fall einen Kopf größer als wir. Ja, und dann kam halt noch mehr Müll. So, dann war ich auch mal das Opfer. Nicht nur Konfrontation mit Gewalt und Angst vor die Haustür zu gehen spielten da rein, sondern eben auch noch Beziehungsprobleme. So, also unerwiderte Liebe und sowas war, glaube ich, damals noch mit 15. So die typischen Teenie-Konflikte und so die Sachen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, um so das erste Mal verliebt sein und dann auf einmal abgelehnt werden. Konfrontation mit Gewalt und mit, keine Ahnung was, mit Drogen, Alkohol, all mögliche so eine Sachen und überfordert mit allem irgendwie. Und da war ich dann auf einmal in einem Zustand, in dem ich mich allein gefühlt habe und unsicher. Verängstigt und habe dann mir sowas wie so eine eigene Instanz ausgedacht. So etwas, was einfach immer da ist, selbst wenn ich alleine bin. Und diesem Etwas habe ich dann irgendwie angefangen zu kommunizieren. Das war so, da war ich 17, glaube ich, ja. Und habe dann, hab dann so die Tür verlassen und habe dann sowas gesagt wie, yo, pass mal auf, pass mal bitte auf mich auf oder sowas. So eine Sachen habe ich auf einmal gemacht und bin dann auf einmal eben Agnostiker geworden. Also ich war dann so ein Jahr lang Agnostiker. Ich hätte niemals in der Zeit, also ich hätte niemals dann sagen können, es gibt keinen Gott, weil ich es einfach nicht mehr abwegig fand, dass es sowas gibt wie eine große Instanz über uns. Und habe dann eben in dieser Phase, in der ich irgendwie mich für alles interessiert habe und alles wissen wollte und wie funktioniert die Welt und habe ich mir so Bücher generell auf so eine Liste gepackt, so im Kopf. Von wegen, ich muss unbedingt mal Goethes Faust lesen oder Die Leiden des jungen Werther, ich muss die Bibel lesen, ich muss den Koran lesen, ich muss die Veden, keine Ahnung was für ein Zeug. So alles mögliche mal reinziehen. Ja, und dann habe ich irgendwann den Impuls bekommen, mir die Bücher auch wirklich mal reinzuziehen. Also meine Familie ist wenn wir jetzt beim Wort religiös bleiben, 0. Eigentlich. Spirituell schon eher. Nichts mit Religion irgendwie am Hut, aber dennoch allen Religionen gegenüber offen. Und habe dann natürlich auch meine Vorbehalte gehabt. Ich fand das ein bisschen lächerlich. Ja, fand ich einfach komplett unverständlich und bekloppt, dass man eben an sowas glaubt. Und habe dann auch in der Schule des Öfteren Witze gemacht über Freunde, die eben religiös waren. Der lustige Zufall war, dass mein Vater einen Film gekauft hat und den dann an Weihnachten einfach angemacht hat. Deswegen, komm, wir gucken jetzt diesen Film. Und dann saßen wir da als Familie und haben uns Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran angeguckt. Aha, kann man mal machen zu Weihnachten, Papa. Okay.
Ja, und dann hat er eben Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran angemacht. Wir haben uns das alle angeguckt. Und ich war sehr beeindruckt von dieser Geschichte. Also für alle da draußen, die es jetzt nicht kennen, es ist halt eine Geschichte über einen, die spielt in Frankreich und es ist eine Geschichte über einen arabischstämmigen Franzosen, der so einen Lebensmittelladen hat und immer besucht wird von einem kleinen jüdischen Jungen, der in diesem Viertel lebt. Und in diesem Viertel ist auch der Araber eigentlich so der einzige Araber. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es war ein jüdisches Viertel oder so. Und der jüdische Junge, der hatte eben eine echt schwere Kindheit. Ich glaube, er hat nur mit dem Vater gelebt. Die Mutter ist gegangen und der Vater war aber böse zu ihm und wie auch immer. Und er ist dann hat sich dann in kriminellen Gefilden rumgetrieben und hat dann, glaube ich, mit Prostituierten zusammengelebt oder sowas. Und der kam ständig in diesen Lebensmittelladen von dem Araber und hat ihn, ich glaube, beklaut und so. Und die kamen irgendwie immer wieder, sind sie sich über den Weg gelaufen und kamen ins Gespräch. Und haben sich dann mit der Zeit angefreundet und sind dann auch irgendwann in die Heimat von dem Mann gefahren, wo der dann gestorben ist. Und ihm, dem jüdischen Jungen, alles hinterlassen hat, was er hatte. Und auf diesem Weg des Kennenlernens und der Reise zusammen hat der jüdische Junge diesem muslimischen Araber ständig Fragen gestellt, warum er denn jetzt so ein ruhiger Mann ist und warum er so weise ist. Also der war von Omar Sharif gespielt und wer Omar Sharif kennt, der Typ wirkt weise. Also der hat schon eine krasse Ausstrahlung. Und der Mann kam einfach immer so ruhig rüber, so locker, so liebenswürdig, alles einfach. Und der Junge fragte ihn ständig, warum bist du so, was machst du und wie und was soll das? Und dann hat er geantwortet, ich weiß, was in meinem Koran steht. Und diesen Satz hat er so oft gedroppt in diesem Film, dass es mich richtig wütend gemacht hat. Weil einfach ständig sagst du, ich glaube an das, was in meinem Koran steht und ich weiß nicht, was da drin steht. Das hat mich richtig aufgeregt. Und ich war nach diesem Film überaus interessiert, zu wissen, was in diesem Buch steht, dass dieser Mann so eine krasse Präsenz hat und mich so beeindruckt. Und bin dann zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ja Mama, wo steht unser Koran? Und sie so, ja, da drüben. Und ich so, ja, okay, danke. Dumm von mir, ich weiß. Ich weiß ja, dass da die Bibel steht und da der Koran. Ja, also war total normal bei uns, dass dann auf einmal Koran und Bibel nebeneinander stehen und alle möglichen anderen Bücher, keine Ahnung, kommunistisches Manifest und eben Goethes Faust und keine Ahnung, was da alles stand. Und dann greift man sich das in den Weihnachtsferien und liest sich das 2 Wochen irgendwie durch. Nein, also ich habe es nicht komplett durchgelesen dann in der Zeit, aber ich habe mir dann Koran und Bibel geschnappt und habe dann einfach meine Weihnachtsferien dafür genutzt, irgendwie da meinen Wissensdurst zu befriedigen. Also habe einfach nur gelesen und dann gegoogelt, Wikipedia-Artikel durchgepaukt und keine Ahnung was und bin auf ganz viel gestoßen und war irgendwie beeindruckt. Und dann habe ich auf einmal gelernt, dass im Islam einfach die gleichen Propheten zu finden sind. Weil dann auf einmal in der 2. Sure auf einmal von Jesus, dem Sohn der Maria, gesprochen wird. Und ich so, okay, in welchem Film bin ich gerade gelandet? Das war wirklich ein richtig einschneidendes Erlebnis für mich. Dass da auf einmal drin steht, Jesus, der Sohn der Maria. Ich war erstens geschockt, dass da Jesus drin steht. Und zweitens geschockt, dass darauf hingewiesen wird, wer seine Mutter ist. Fand ich sehr nice. Also ich fand das sehr cool, dass da nicht einfach nur stand, Jesus, vom Messias wird auch gesprochen natürlich im Koran, Jesus der Messias, aber da steht auch richtig oft der Sohn der Maria und das fand ich sehr nice, weil die Vorurteile, die man hat über den Islam, natürlich beim Frauenbild für viele Leute da draußen Probleme aufweisen. So. Und auf einmal lese ich den Koran, dann steht da, Jesus ist der Sohn der Maria und ich so, ja, okay, cool, er wird über seine Mutter definiert. Cool. Und dann auf einmal sind noch ganz viele andere Propheten aufgetaucht. Und dann gab es auf einmal bei Wikipedia bei Jesus nicht einfach nur eine Erzählung über Jesus, sondern Jesus in der Bibel und Jesus im Koran. Und okay, hatte ich vorher noch nie was von gehört. Ach ja, stimmt.
Als ich das erste Mal den Koran aufgemacht habe, war ich sehr überrascht, wie sehr die erste Sure sich anhört wie das Vaterunser. Das war echt irre. Also das Vaterunser ist auch wieder so ein Ding. Habe ich nie gelernt, aber man kriegt es irgendwie mit, weil es in Filmen zu finden ist oder in Serien oder keine Ahnung was. Man hat schon mal gehört, wie ungefähr das lautet. Ne? Und ja, dann habe ich mir da die erste Sure des Korans angehört und das war mehr oder weniger das gleiche in anderen Worten. Dadurch, dass ich die ganze Zeit immer nur so neue Sachen gelernt habe für mich, die ich super interessant fand, habe ich nie irgendwie dann Gedanken daran verschwendet, dass das für mich sein könnte. Nicht mal dieses etwas für mich sein war für mich irgendwie präsent. Weil ich habe mich nicht so gefühlt, als würde ich aktiv nach einer Religion suchen. Ich habe nach Gott gesucht, das weiß ich und das kann ich sagen. So, deswegen ja Agnostiker. Deswegen war ich ein Jahr lang Agnostiker, weil ich dann wirklich geguckt habe, gibt es Gott? So. Und die ganze Zeit war ich nur auf der Suche. Und ich war nicht auf der Suche nach Propheten oder nach Menschen oder nach Aussagen oder was weiß ich, sondern wirklich einfach nur nach Gott habe ich dann auf einmal gesucht. Und dann lese ich halt so krasse Sachen. Und dann wurde auch noch gesagt, dass der Koran das Wort Gottes ist. Mir war zwar klar, dass ich da was Deutsches lese und dass dann eher das Arabische gemeint ist und dass Übersetzungen eben auch da Unterschiede beinhalten, ne? Oder so den Sinn verfälschen können. Das war mir klar, während ich es gelesen habe. Aber trotzdem ist das so mitgeschwungen. Von wegen, okay, mir wird hier gerade wirklich was gesagt. Und nach all diesem neuen Wissen und den Inhalten, die mich beeindruckt haben, den Aussagen, die mich beeindruckt haben, die Geschichten, die ich sehr spannend fand, sind mir auf einmal auch in meinem Alltag Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel, dass ich an eine Person denke, das Haus verlasse und auf einmal diese Person treffe. Und das waren nicht Personen, die ich alltäglich sehe, sondern ich habe da auch manchmal an Personen gedacht, die ich schon seit einem halben Jahr oder so nicht gesehen habe und auf einmal begegne ich denen auf der Straße. So, ich hatte ganz viele Begegnungen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Und ja, man spricht da ja immer so von Zufällen oder von Zeichen. Ja, also ich habe ja schon vorher von den Zufällen im Leben gesprochen und irgendwie sind es dann immer so Zeichen, die man für sich eben erkennt und für sich dann auch deutet. Und ich habe dann irgendwann gedacht, hier passiert gerade sehr viel mit mir und ich habe mir sehr viel neues Wissen antrainiert und das macht was mit mir. Ich sauge das auf wie ein Schwamm und kann nichts dagegen unternehmen. Bin ich jetzt wirklich interessiert gerade, dieser Religion zu folgen? Oder, fernab von diesem Religion folgen, dieses Bild von Gott anzunehmen? Weil wie gesagt, ich habe nicht nach einer Religion gesucht, ich habe nach Gott gesucht. So. Und diese Religion hat mir ein Bild von Gott gegeben. Und dann saß ich einfach, ich lag zu Hause im Bett und habe dann einfach irgendwann gesagt, ey Gott, wenn es dich gibt, dann sag mal Bescheid, gib mir bitte ein Zeichen. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, so um 5:30 Uhr, 6 Uhr morgens und der komplette Himmel war rot. Und ich war überrascht, um es mal so zu sagen. Ich habe dann natürlich auch darüber nachgedacht, ist es ein Irrweg, ist es ein Irrtum? Also ich habe mich die ganze Zeit versucht zu fragen, aus welchen Beweggründen gerade gehe ich auf diese Zeichen ein. Also will ich dazugehören irgendwo? Weil ich würde mich ja dann demnach auch einer Gemeinschaft anschließen, sprich den Muslimen. So. Will ich rebellieren gegenüber meinen Eltern? So, indem ich jetzt auf einmal nicht mehr der Sohn bin, der auch Atheist ist, sondern eben gläubig wird. Will ich imponieren? Irgendwelchen, die sagen, boah, krasse Story. So, was will ich eigentlich? Ne? Diese Fragen habe ich mir sehr oft gestellt und es ist sehr wichtig, dass man sich diese Fragen stellt während dieser Reise. Weil du sonst irgendwie, wie soll man das sagen, versandest, stecken bleibst, nicht mehr weiterkommst. Ich war auf einmal genau in dieser Phase. Ich habe auf einmal wie verrückt danach gesucht. So. Und dass ich danach gesucht habe, hat mir gezeigt, dass ich das brauche. So, und dass es wichtig für mich ist, dass es richtig für mich ist.
Denn man hört eigentlich nie auf mit dem Konvertieren. Konvertieren ist immer nur so ein Begriff, aber eigentlich hören wir alle nie damit auf, also keiner von uns. So, denn auch alle muslimischen Freunde von mir haben irgendwann in ihrem Leben entschieden, ja okay, ich mach den Scheiß mit. So, ich hab Bock drauf, okay. Und ja, also ich bin immer noch dabei, ich bin immer noch nicht fertig mit mir und Gott. Es wird auch nicht aufhören, nie. Konvertiten ist nicht einfach nur damit geholfen, dass man sagt, oh nice, du bist konvertiert, tschüss. Damit ist die Sache nicht gegessen. So, einmal kurz, alle jubeln in der Moschee und am Ende läuft er alleine aus der Moschee raus, ist so,